Das war das alte No Limits? Der Hammer, oder? Unglaublich. So, und jetzt zeig mir endlich deine Überraschung. Das ist meine Überraschung. Ich habe das No Limits gekauft. Es gehört uns. Das hier ist unsere Zukunft. Hier werden wir zusammen alt. Da bist du platt, hm? Gefallen dir die neuen Barhocker etwa nicht? Doch, doch. Sie sind toll. Und die Küche wird dich umhauen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich habe sie renovieren lassen, komplett. Und 2 neue Kochstellen eingebaut und diesen Salamandergrill gekauft. Du weißt schon, diesen Hightech-Grill, den du immer haben wolltest. Das war doch nicht ernst gemeint. Aber mir war das ernst. Max, wir machen hier unser Ding. Ich schmeiß hier vorne den Laden und in der Küche bist du die Chefin. Fast so wie in unserer Ehe. Hm? Was ist, freust du dich gar nicht? Und wie? Mensch, Tanja, ich habe gedacht, wenn du mit dem Kleinen untertauchst und dass der Graf euch nicht finden kann. Wenn der Graf will, dann findet er uns überall. Jetzt lass mich mal überlegen, wie ich endlich aus dieser Nummer hier rauskomme. Schwachsinn, blöde Zeitverschwendung. Von Landschein? Sieger hier. Ja und? Ich habe Ihren Sohn gefunden. In einer Laube in der Schrebergartensiedlung am Stadtpark. Geht's ihm gut? Ja. Und 3-mal dürfen Sie raten, wer bei ihm ist. Ja, Tanja wahrscheinlich und ihre missratene Schwester. Exakt. Schön. Sie behalten die 3 im Auge, ich rufe die Polizei. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn die Sache auffliegt? Die werden behaupten, ich habe dich angestiftet. Und dann war's das mit dem Sorgerecht. Und zwar endgültig. Kann ich irgendetwas tun? Ja. Hör auf, mich zu nerven. Der Sohn des Grafen ist entführt worden? Der Graf glaubt, dass es Frau von Anstatten selbst war. Und wenn du mich fragst, ich traue ihr das auch zu. Warum sollte sie so etwas tun? Weil ihr das Sorgerecht entzogen worden ist. Es hat sich also schon bis zum Personal herumgesprochen. Irgendwie kann ich Frau von Anstetten fast verstehen. Wenn einer Mutter ihr Kind weggenommen wird, das muss doch schrecklich für sie sein. Das sehe ich anders. Man sollte immer im Sinne des Kindes entscheiden. Und es gehört dahin, wo es am besten aufgehoben ist, egal ob bei Vater oder Mutter. Schon, aber Und bei diesen Eltern wäre es vielleicht sogar am sinnvollsten, wenn der Kleine ganz woanders aufwächst. Zum Beispiel in einer Pflegefamilie. So. Jetzt bin ich dran. Naja, gleiche Rechte in der Ehe. Zumindest annähernd. Na, meine Überraschung. ach, die. Ja, ich glaube, die ist im Moment ziemlich unpassend. Meine Überraschung... Ich bin mir sicher, die ist 1000-mal besser als meine. Hm? Darf ich? Wow. Die Grundausrüstung für unsere erste Modelleisenbahn? Das ist noch nicht alles. Flugtickets? Du hast unsere Flitterwochen organisiert, das ist ja fantastisch. Wo geht's denn hin? Du willst ein paar Städtetrips mit mir machen? Ich schau mal. Ich schau einfach mal selber rein. 2 Round-the-World-Tickets mit erstem Stopp in New York. Gregor, das sind Tickets für eine Weltreise.
Ich dachte, dir geht es genauso wie mir und du hättest die Nase voll von Düsseldorf und... Das ist fantastisch. Bevor wir hier durchstarten, nochmal richtig Tapetenwechsel. Das ist super. Du verstehst mich nicht. Ich rede davon, die Zelte in Düsseldorf komplett abzubrechen. Ich dachte, auf einer Weltreise, da finden wir ein Fleckchen, wo es uns gefällt und wir ganz neu anfangen und Düsseldorf für immer hinter uns lassen. Das ist sie. Tanja von Anstetten. Ja, aber welches Motiv hätte sie? Ihr wurde kürzlich das Sorgerecht entzogen. Tja, und diese nette junge Dame steckt auch mit drin. Können Sie denn beweisen, dass die beiden Frauen etwas mit der Entführung zu tun haben? Ich kann Ihnen sogar sagen, wo die beiden sich mit dem Kind aufhalten. Sie haben Besuch. Hallo. Jana. Sie wissen, dass es nicht gestattet ist, während der Arbeitszeit Besuch zu empfangen. Dann ist es wohl das Beste, wenn ich jetzt Feierabend mache. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer noch in der Probezeit sind. Super Stimmung. Das geht den ganzen Tag so. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das überhaupt noch gebe. Abgesehen davon, dass es nichts bringt. Aber warum? Du hast deine leibliche Mutter gefunden, wenn das nicht Grund genug ist, hier zu bleiben. Eine leibliche Mutter, die sich einen Dreck für mich interessiert. Naja, noch weiß Frau Kepler ja nicht, dass du ihre Tochter bist. Ja. Ich glaube, dabei belasse ich es auch. Es hat ihr überhaupt nichts ausgemacht, mich zur Adoption freizugeben. Wahrscheinlich ist sie sogar froh, dass sie mich los ist. Wie kommst du da drauf? Sie hat vorhin selbst gesagt, dass es unwichtig ist, ob ein Kind bei seiner Mutter groß wird. Dabei habe ich mir so sehr gewünscht, meinen nächsten Geburtstag mit meiner richtigen Mutter zu feiern. Wann ist der denn? Morgen. Aber dieses Jahr streiche ich ihn wohl besser aus meinem Kalender. Max, was ist denn hier los? Läuft hier irgendwas total schief? Ich weiß es nicht. Kennen wir uns so schlecht? Haben wir so unterschiedliche Vorstellungen vom Leben? Passen wir gar nicht zusammen? Doch. Ganz bestimmt. Sonst wären wir nicht endlich zusammen. Nach all den Schwierigkeiten. Wir lieben uns doch, oder? Ja. Und das ist die Hauptsache. Ja. Sieger, na endlich. Sind Tanja und ihre Schwester schon auf der Wache? Nun, also fast. Ja, wie fast. Naja, es gab da ein kleines Problem. Was denn für ein Problem? Ich wollte meine Kamera holen, um noch ein paar Beweisfotos zu machen. Und als ich vom Auto zurückkam, waren sie weg. Was soll das denn heißen, da waren sie weg? Frau von Anstetten, ihre Schwester und das Kind. Das kann doch nicht wahr sein. Herr Graf, ich kann es auch nicht verstehen. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Was ist denn mit der Polizei? Die kam erst später dazu. Gott, Sieger, Sie sind so ein verdammter Vollidiot. Mir ist das unglaublich peinlich. Ja, das sollte es auch. Elender Versager. Mann, wenn man nicht alles selber macht. Oh, so spät noch jemand in der Küche? Ja, Sarah hat Geburtstag. Wir wollten gerade anstoßen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, lasst euch nicht stören. Ich wollte mir nur schnell was zu trinken holen.
Also, feiert noch schön. Gute Nacht. Tschüss. Warum hast du ihn denn nicht auf ein Glas eingeladen? Das kann ich doch nicht machen. Weil du in Leonards Anwesenheit sowieso keinen zusammenhängenden Satz rauskriegst? Schau mal, was meine Eltern mir geschickt haben. Die Appassionata. Ein Druck von 1807. Du sammelst alte Noten? Und das hier ist eine absolute Rarität. Liebe Sarah, zum Geburtstag senden wir dir viele Grüße und wünschen dir, dass alle deine Wünsche im neuen Lebensjahr in Erfüllung gehen. Naja, der erste Wunsch hat ja schon mal nicht geklappt. Das kann ja nur ein super Jahr werden. Wir vermissen dich sehr. Aber natürlich verstehen wir auch, dass du endlich deine richtige Mutter kennenlernen willst. Trotzdem solltest du wissen, dass du jederzeit zurückkommen kannst, wenn dir alles zu viel wird, du Sehnsucht nach uns hast. Wir sind immer für dich da. Tja, das Angebot werde ich wohl annehmen. Was machen wir mit den Tickets? Soll ich sie gleich heute zurückbringen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Lass uns in den nächsten Tagen überlegen, ob wir wegfliegen und dann entscheiden wir, was wir mit den Tickets machen. Du verstehst nicht, worum es hier geht. Es geht um einen wunderschönen Hochzeitstag, den ich mit dir genießen möchte. Das möchte ich auch, aber das kann ich nur, wenn ich weiß, wie es nach der Trauung weitergeht. Du hast gerade die Kneipe gekauft. Du wirst hier gebraucht. Da kannst du nicht mal eben monatelang auf Weltreise gehen. Aber ich will auch nicht, dass du hier bleibst. Ich will nicht, dass du unglücklich wirst. Und mir hinterher Vorwürfe machst oder so. Wo willst du hin? Mich fürs Standesamt fertig machen. Dann ist das Badezimmer erstmal für ein paar Stunden gesperrt, oder? Nein. Ich gehe zu Jana in die WG. Sie will mir helfen beim Schminken und so. Wir treffen uns dann direkt vom Standesamt. Oh, Natalie, so früh schon auf den Beinen? Und du? Schläfst gar nicht aus, obwohl du frei hast? Ich habe einiges zu tun. Wie immer. Aber ich muss mich auch beeilen. Ach ja, die standesamtliche Trauung von Max und Gregor. Tantchen, so vergesslich kenne ich dich ja gar nicht. Aber an die kirchliche Trauung nächste Woche denkst du, oder? Du bist nämlich auch eingeladen. Ja, ja, natürlich. Gönn dem Personal doch mal einen ruhigen Tag. Ohne dich. Wieso? Das ist der ganz normale Tagesablauf. Mit den üblichen Extras. Ich bin froh, dass du nicht meine Chefin bist. Also dann... Ich muss jetzt los. Schönen Tag, wo auch immer. Guten Morgen. Hallo Sarah. Ist Ihre Tante noch oben? Die hat sich gerade für den heutigen Tag verabschiedet. Aber keine Sorge, Ihnen wird bestimmt nicht langweilig. Ist Ihre Tante krank? Weil man die kleinen Extras nicht mal in einer Woche schafft? Nein, weil sie heute nicht arbeitet. Sie hat sich freigenommen. Mitten unter der Woche? An diesem Datum nimmt sie sich schon immer frei, seit ich denken kann. Ist sie schon lange weg? Gerade zur Tür raus. Was ist mit meinem Kind? Johannes ist im Penthouse unter Aufsicht. Oh Gott, bin ich froh. Wo war er und wer hat ihn gefunden? Tanja, vielleicht solltest du statt eines Masseurs einen Schauspiellehrer kommen lassen. Die Lügen wären vielleicht überzeugender. Bemühe dich nicht. Ich weiß, dass du hinter der Entführung steckst. Du und deine kleine miese Schwester. Hör auf mit den Unterstellungen.
Ich kann es der Polizei zwar leider nicht beweisen, aber ich weiß aus erster Hand, dass ihr euch in einer Gartenlaube versteckt hattet. Ihr seid gesehen worden. Und dann hast du den Kleinen zurückgebracht, als dir die ganze Sache zu heiß wurde. Das ist nicht wahr. Ich warne dich, Tanja. Unterlass in Zukunft diese erbärmlichen Versuche, den Kleinen zurückzubekommen. Du hast ohnehin keine Chance. Noch so eine miese Nummer und du bist auch noch das Besuchsrecht los. Und nicht nur das. Schwester Ursula, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich liebe Gregor. Sehr sogar. Liebe allein reicht manchmal nicht aus. Aber sie ist doch das Wichtigste. Aber nur ein Teil vom Ganzen. Ich erlebe das immer wieder in unserem Kloster. Viele junge Frauen, die als Novizinnen zu uns kommen, sind sich sicher, dass sie ihr Leben in den Dienst des Herrn stellen wollen, aus Liebe. Aber das ist leider nicht alles. Man muss auch bereit sein, Opfer zu bringen, Kompromisse einzugehen, zu verzichten. Und so ist es auch in einer Ehe. Ich müsste komplett umdenken und ein ganz anderes Leben führen, als ich mir zurzeit vorstelle. Wäre das so schlimm für Sie? Düsseldorf war von Anfang an schwierig. Aber Sie haben hier Ihren künftigen Ehemann kennengelernt. Das ist doch sehr positiv. Sie meinen, ich sollte es einfach ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann könnte ich mich ja immer noch scheiden lassen. Nein, keine gute Voraussetzung, so in eine Ehe zu gehen. Finden Sie nicht? Ich kann Ihnen keine Antwort auf Ihre Fragen geben, aber einen Tipp. Gehen Sie noch einmal in sich. Überlegen Sie in aller Ruhe, welcher Weg für Sie der richtige ist. Und wie? Soll ich würfeln, eine Münze werfen? Es ist vielleicht keine sehr originelle Idee, aber versuchen Sie es einfach mit einem Gebet. Hallo Tanja. Du bist ja schlimmer als eine ansteckende Krankheit. Bitte lass mich doch einfach erklären. Ich lese übrigens gerade einen ganz interessanten Artikel über das Thema Hörsturz. Seit genau 5 Sekunden gehöre ich zur Risikogruppe. Ich wollte doch einfach nur, dass der Kleine bei dir aufwächst. Das hättest du vor Gericht auch sagen sollen. Weißt du, dass Ansgar nah dran war, uns zu schnappen? Wirklich? Ich dachte... Bitte, Maike, hör auf zu denken. Das war nie deine Stärke. Was willst du noch? Geld? Gut, ich spendiere dir ein Ticket. Wenn du mir versprichst, weit wegzufliegen, wo du mich nicht nerven kannst. Aber wir sind doch Schwestern. Und auf die sentimentale Schiene stehe ich überhaupt nicht. Ich bin in den letzten Jahren bestens ohne dich klargekommen.
Und das steht euch, uns so zu empfangen. Das heben wir uns natürlich für die kirchliche Trauung auf. Und ich verspreche dir, dann wird's noch peinlicher. Ach so, du solltest dich auf jeden Fall genauestens über die Angewohnheiten deiner Braut informieren. Damit du beim Brautpaar-Check nicht komplett ablust. Toll. Eine Angewohnheit kenne ich schon. Max kommt chronisch zu spät. Oder sie ist mit einem anderen durchgebrannt. Ich lach mich schlapp. Hey, wo bleibt denn deine Coolness? Nathalie, ich heirate nicht jeden Tag, okay? Max auch nicht. Und bei euch gehört auch immer ein bisschen Spannung dazu. Das sind wir doch schon gewohnt. Ja, aber heute kann ich ausnahmsweise mal drauf verzichten. Deine Braut taucht bestimmt gleich auf. Wunderschön und so in dich verliebt, dass es der Standesbeamte kaum aushält. Hm? Ja, klar. Ich komme auch immer nur, wenn es mal brennt. Aber wahrscheinlich bist du das ja gewohnt. Aber ich war noch nie so ratlos in meinem Leben. Und hier geht es ja schließlich um was. Ich wünschte mir so sehr, irgendjemand würde mir sagen, Max, mach das. Oder Max, mach das. Wahrscheinlich muss ich jetzt selbst entscheiden, was der richtige Weg für mich ist und ob es überhaupt Sinn macht, Gregor zu heiraten. Gibt es doch gar nicht. Meine geliebte Tochter, wie jedes Jahr schreibe ich dir an diesem Tag einen Brief. Heute ist dein 25. Geburtstag und ich würde alles darum geben, zu erfahren, wo und mit wem du ihn feierst, wie es dir geht. Natürlich weiß ich, dass dieser Brief dich niemals erreichen wird. Aber ich kann nicht anders, als dir zu schreiben. Durch diese Zeilen habe ich wenigstens das Gefühl, dir nahe zu sein. Das glaube ich jetzt nicht. Frau... Sie wagen es nicht nur, mir hinterher zu spionieren. Es tut mir leid. Sie lesen auch Briefe, die Sie überhaupt nichts angehen. Aber dieser Brief, der ist... Den geben Sie sofort her. Nein, dieser Brief ist an mich gerichtet. Ach, was reden Sie denn da? Aber ich bin... Was sind Sie? Ich bin Ihre Tochter.